Lektion 1: Neue Orte erkunden. Ich bin viel gereist und es ist eine tolle Möglichkeit, neue Orte zu erkunden. Ich stimme dir voll und ganz zu. Reisen öffnet dir die Augen für andere Kulturen und Erfahrungen, die dein Leben bereichern. Genau. Jedes Reiseziel bietet eine einzigartige Perspektive und unvergessliche Erinnerungen, die sie für immer begleiten. Ich liebe es, dass man auf Reisen mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in Kontakt kommt und Geschichten austauschen kann. Ja. Es ist faszinierend, etwas über ihre Traditionen und ihre Sicht auf die Welt um sie herum zu erfahren. Wie wäre es, wenn ihr mal gemeinsam eine Reise plant? Es wäre wunderbar, gemeinsam einen neuen Ort zu erkunden. Das klingt nach einem Abenteuer, das nur darauf wartet, erlebt zu werden. Haben Sie schon Ziele im Sinn? Ich wollte schon immer eine Stadt besuchen, die für ihre lebendige Kultur und historische Bedeutung bekannt ist. Das wäre unglaublich. Die gemeinsame Entdeckung neuer Orte wäre unvergesslich. Lektion 2: Thailändische Wunder. Strände und eine reiche Kultur in Thailand klingen großartig. Von welchen Highlights hast du gehört? Ich habe gehört, dass die Strände mit kristallklarem Wasser und weißem Sand absolut atemberaubend sind. Ja. Und die lebhaften Straßenmärkte mit köstlichem Essen und lokalem Kunsthandwerk sind ein absolutes Muss. Auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, authentische thailändische Küche zu genießen und dabei die wunderschöne Landschaft zu genießen. Und vergessen wir nicht die reiche Geschichte mit ihren alten Tempeln, die einen Einblick in die Vergangenheit Thailands bieten. Ich liebe die Idee, diese historischen Städten zu erkunden und etwas über die Traditionen zu lernen, die die Kultur prägen. Absolut. Jede Erfahrung wird unser Verständnis für dieses faszinierende Land vertiefen. Darüber hinaus machen die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Thailänder die Reise zu etwas ganz Besonderem. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erkunden, was Thailand zu bieten hat. Es wird bestimmt ein unvergessliches Abenteuer. Lektion 3: Realitäten der Fernarbeit. Ich stimme zu. Es ist nicht dasselbe, als wären wir im selben Büro, aber wir schaffen es. Haben Sie wirksame Strategien gefunden, um bei der Fernarbeit in Verbindung und produktiv zu bleiben? Ja, ich habe festgestellt, dass regelmäßige Videoanrufe wirklich dabei helfen, die persönliche Verbindung zu den Kollegen aufrechtzuerhalten. Das ist eine tolle Idee. Wenn man sich gegenseitig ins Gesicht sieht, wirkt die Kommunikation authentischer und spannender. Genau. Ich finde auch, dass es mir hilft, konzentriert und ausgeglichen zu bleiben, wenn ich klare Grenzen für die Arbeitszeit setze. Das ist so wichtig. Zu Hause kann die Arbeit schnell in die Freizeit übergehen. Auf jeden Fall. Ich versuche, einen eigenen Arbeitsbereich zu schaffen, der mir signalisiert, wann ich im Arbeits- oder Entspannungsmodus bin. Ich liebe diesen Ansatz. Er hilft wirklich dabei, eine Routine zu etablieren, die die Produktivität steigern kann. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns weiterhin Tipps austauschen, gemeinsam können wir diese neue Arbeitsweise effektiv meistern. Lektion 4: Ernährungsentscheidungen. Es ist wichtig, neue Modediäten zu meiden, die von Zeit zu Zeit populär werden, da ihnen oft die wissenschaftliche Grundlage fehlt. Absolut. Diese Diäten können irreführend sein und liefern möglicherweise nicht die notwendigen Nährstoffe, die unser Körper für eine ordnungsgemäße Funktion benötigt. Genau. Viele Menschen springen auf diesen Zug auf, ohne die langfristigen Auswirkungen solch drastischer Veränderungen zu bedenken. Ja,
Und häufig fördern diese Diäten nicht nachhaltige Essgewohnheiten, die zu einem Jojo-Effekt führen können. Das ist ein guter Punkt. Stattdessen ist es meist gesünder, sich auf eine ausgewogene Ernährung und Mäßigung zu konzentrieren. Auf jeden Fall. Es geht darum, einen Lebensstil zu finden, der zu Ihnen persönlich passt, anstatt Trends zu folgen. Genau. Nachhaltige Gewohnheiten führen mit der Zeit zu einer besseren Gesundheit, und genau das sollten wir anstreben. Ich stimme voll und ganz zu. Lasst uns einander ermutigen, fundierte Entscheidungen über unsere Ernährung und unser Wohlbefinden zu treffen. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir uns gegenseitig dabei unterstützen, unsere Gesundheitsziele sicher und effektiv zu erreichen. Lektion 5: Hilfreiche Kontakte. Ich dachte, es könnte nützlich sein, Ihre Nummer zu haben, falls mein Hund während unserer Treffen laut wird. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Hunde können manchmal unberechenbar sein und es ist gut, einen Plan zu haben. Ja, genau. Wenn ich kurz raus muss, kann ich dich ungestört informieren. Das macht Sinn. Es ist immer besser, im Voraus zu kommunizieren, damit alles reibungslos läuft. Auf jeden Fall. Außerdem erleichtert eine Kontaktnummer die Koordination bei Problemen. Auf jeden Fall. Ich gebe dir auf jeden Fall meine Nummer, damit du mich jederzeit erreichen kannst. Super. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein, besonders wenn es um Haustiere und ihre Bedürfnisse geht. Auf jeden Fall. Ich schätze es, dass Sie sich im Voraus Gedanken darüber machen, wie Sie mit möglichen Ablenkungen umgehen. Kein Problem. Es geht um Teamarbeit und darum, für beide Seiten ein produktives Umfeld zu schaffen. Lektion 6: Neuanfänge. Hallo. Bist du vor kurzem in ein neues Haus gezogen? Ja, ich habe mich erst letzte Woche eingelebt und es war ein ziemliches Abenteuer, alles zu organisieren. Das klingt aufregend. Ein Umzug kann ein Neuanfang sein, bringt aber auch seine eigenen Herausforderungen mit sich. Absolut. Auspacken ist immer etwas überwältigend, aber ich liebe die Idee, einen neuen Raum zu schaffen. Das kann ich mir vorstellen. Hatten Sie schon Gelegenheit, die Gegend zu erkunden? Ja, das habe ich. Es gibt einige schöne Parks und Cafés in der Nähe, die ich unbedingt ausprobieren möchte. Das ist wunderbar. Lokale Orte zu finden kann dir wirklich helfen, dich in deiner neuen Umgebung wohler zu fühlen. Genau. Ich freue mich darauf, neue Nachbarn kennenzulernen und Teil der Gemeinschaft zu werden. Das klingt nach einem tollen Start. Lass uns ein Treffen planen, sobald du dich eingelebt hast. Lektion 7: Geschäftszeiten. Leider ist das Busine Center nur von 8:00 bis 22 Uhr geöffnet, was etwas einschränkend sein kann. Das ist etwas unpraktisch, insbesondere für diejenigen von uns, die möglicherweise unterschiedliche Zeitpläne haben. Genau. Es wäre schön, wenn Sie die Öffnungszeiten verlängern würden, um mehr Leute unterzubringen. Auf jeden Fall. Manchmal ist die Arbeit bis spät in die Nacht die einzige Zeit, in der ich mich ohne Ablenkungen konzentrieren kann. Ich verstehe das vollkommen. Hoffentlich ziehen Sie in Zukunft eine Änderung Ihrer Öffnungszeiten in Betracht. Ja, es würde für viele Berufstätige, die auf diese Einrichtungen angewiesen sind, einen großen Unterschied machen. In der Zwischenzeit müssen wir möglicherweise alternative Arbeitsorte außerhalb der Arbeitszeiten finden.
Das klingt nach einem guten Plan. Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden, wenn wir passende Optionen entdecken. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir diese Situation meistern und das Beste aus unserer Zeit machen. Lektion 8: Lebensmitteleinkauf. Okay, und ich brauche etwas Joghurt und Milch für meine Rezepte, also lass uns ein paar Sachen aus dem Laden holen. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich könnte auch ein paar wichtige Dinge gebrauchen, also passt es perfekt. Super! Gemeinsames Einkaufen macht immer mehr Spaß und wir können uns gegenseitig helfen, das zu finden, was wir brauchen. Genau. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, gleich ein paar Kochideen auszutauschen. Ja. Ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren, besonders wenn ich sie mit jemandem teilen kann. Mir geht es genauso. Lasst uns vor der Abreise eine Liste erstellen, um sicherzustellen, dass wir nichts Wichtiges vergessen. Super Idee. So sparen wir Zeit und stellen sicher, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, welche köstlichen Gerichte wir mit unseren frischen Zutaten zaubern können. Ich auch nicht. Es wird ein lustiges Kochabenteuer, sobald wir alles zur Hand haben. Lektion 9: Stark starten. Ich denke, es ist eine gute Idee, unser Krafttraining mit überschaubaren Gewichten zu beginnen. Absolut. Mit welchem Gewicht sollten wir anfangen? Ideal wären vielleicht 2,5 bis 5 Kilo. Das klingt vernünftig, das Startlicht wird uns helfen, uns auf unsere Form und Technik zu konzentrieren. Ja, und es ist wichtig, Verletzungen zu vermeiden, insbesondere wenn wir gerade erst in eine Routine einsteigen. Genau. Wenn wir Kraft und Selbstvertrauen aufbauen, können wir die Gewichte schrittweise erhöhen. Mir gefällt dieser Ansatz, er ermöglicht es uns, in unserem eigenen Tempo voranzukommen und uns dennoch selbst herauszufordern. Darüber hinaus ermöglicht uns eine solide Grundlage den langfristigen Erfolg auf unserem Weg zur Fitness. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie viel stärker wir mit diesem Plan mit der Zeit werden. Es wird spannend sein, unsere Fortschritte zu verfolgen und gemeinsam unsere Erfolge zu feiern. Lektion 10: Stärke entwickeln. Über viele Generationen hinweg würden sich dann die nützlichen Merkmale bestimmter Eigenschaften immer weiter verbreiten. Das ist faszinierend. Es ist erstaunlich, wie die Evolution funktioniert und Arten so formt, dass sie sich an ihre Umwelt anpassen. Genau. Diese Eigenschaften, die das Überleben und die Fortpflanzung fördern, werden in der Regel über Generationen weitergegeben. Ja, und es ist interessant, darüber nachzudenken, dass dieser Prozess nicht nur auf Tiere, sondern auch auf Pflanzen und sogar Menschen zutrifft. Absolut. Jede Generation trägt zur allgemeinen Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit einer Art bei. Es ist sozusagen die Art und Weise der Natur, sicherzustellen, dass die Stärksten unter wechselnden Bedingungen überleben und gedeihen. Ja. Dieses Konzept hilft uns, die biologische Vielfalt und die Bedeutung des Artenschutzes zu verstehen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, das empfindliche Gleichgewicht der Ökosysteme zu verstehen, das das Leben auf der Erde ermöglicht. Wenn wir etwas über die Evolution lernen, erhalten wir wertvolle Einblicke in unseren eigenen Platz in der natürlichen Welt. Lektion 11: Erwachsen werden. Meine Eltern sagen, dass ich früh ins Bett gehen muss, weil ich am nächsten Tag Schule habe. Das ist verständlich. Sie möchten, dass Sie morgens ausgeruht und lernbereit sind.
Ich weiß, aber manchmal wünschte ich, ich könnte etwas länger aufbleiben, um mehr Zeit mit Freunden zu verbringen. Das verstehe ich vollkommen. Es ist schwer zu warten, wenn man sich darauf freut, erwachsen zu werden und mehr Freiheit zu haben. Ja. Ich kann es kaum erwarten, erwachsen zu werden. Dann kann ich selbst über die Schlafenszeit entscheiden. Das ist ein aufregender Gedanke. Mit dem Alter kommt mehr Verantwortung und Unabhängigkeit. Genau. Aber ich weiß auch, dass ich mit dieser Unabhängigkeit meine Zeit sinnvoll einteilen muss. Auf jeden Fall. Wenn du älter wirst, wird es wichtig sein, Verantwortung und Spaß in Einklang zu bringen. Ich freue mich auf die bevorstehende Reise und alle damit verbundenen Erlebnisse. Lektion 12: Globale Pflege. Gerade für Hernienpatienten, die Wert auf die bestmögliche Versorgung legen, sind zufriedene Kunden wichtig. Absolut. Interessant ist, dass diese Patienten nicht nur aus Kanada und den USA, sondern auch aus anderen Ländern kommen. Ja. Dies unterstreicht den Ruf der Gesundheitsdienstleister und die Qualität der angebotenen Behandlungen. Das stimmt wirklich. Patienten sind oft bereit, weite Strecken zurückzulegen, um eine spezialisierte Behandlung zu erhalten. Und das spricht Bände über das Vertrauen, das sie in ihre medizinischen Teams setzen. Genau. Der Fokus auf die Patientenzufriedenheit ist entscheidend für positive Ergebnisse und eine erfolgreiche Genesung. Ich bin davon überzeugt, dass eine offene Kommunikation und eine individuelle Betreuung maßgeblich zu dieser Zufriedenheit beitragen. Auf jeden Fall. Es ist für medizinisches Fachpersonal unerlässlich, auf die Bedürfnisse und Sorgen ihrer Patienten einzugehen. Ich freue mich, dass viele Einrichtungen diesem Ansatz Priorität einräumen und starke Beziehungen zu ihren Patienten aufbauen. Lektion 13: Die Schönheit der Natur. Die Wanderwege hier in der Umgebung bieten atemberaubende Ausblicke, die perfekt für Naturliebhaber wie Sie sind. Dem kann ich nur zustimmen. Es hat etwas wirklich Magisches, von der Schönheit der Natur umgeben zu sein. Ja. Das Wandern auf diesen Wegen bietet nicht nur eine atemberaubende Landschaft, sondern auch eine erfrischende Flucht aus dem Alltag. Genau. Jeder Schritt auf dem Weg fühlt sich an wie ein Abenteuer, das nur darauf wartet, sich zu entfalten. Und die Möglichkeit, unterwegs Wildtiere zu beobachten, macht es noch spannender. Absolut. Die Natur überrascht einen immer wieder mit ihren Wundern. Ich denke, wir sollten bald eine Wanderung planen. Das wäre eine tolle Möglichkeit, gemeinsam die Natur zu genießen. Das klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, diese Wanderwege zu erkunden und die Schönheit um uns herum zu genießen. Lasst es uns wahr werden. Es ist eine fantastische Gelegenheit, mit der Natur und miteinander in Kontakt zu kommen. Lektion 14: Familienbande. Wissen Sie, ich finde es immer wieder faszinierend, wie bei Familientreffen Tanten, Onkel, Cousins, Nichten, Neffen und sogar Schwiegereltern zusammenkommen. Absolut. Jeder trägt seinen einzigartigen Geschmack bei und sorgt so für eine lebendige Atmosphäre. Ja, und es ist interessant, dass jede Familie ihre eigenen Traditionen hat, die diese Zusammenkünfte zu etwas Besonderem machen. Auf jeden Fall. Ich liebe es, Geschichten zu hören, die über Generationen weitergegeben werden. Sie verbinden uns wirklich mit unseren Wurzeln. Stimmt. Und die Interaktionen zwischen Cousins und Cousinen können so unterhaltsam sein, besonders wenn sie sich an die Abenteuer ihrer Kindheit erinnern. Genau.
Es ist wunderbar zu sehen, wie sich diese Kindheitsbindungen entwickeln, wenn alle älter werden und ihre eigenen Familien gründen. Ja, und es ist herzerwärmend zu sehen, wie die jüngere Generation ihre eigenen Verbindungen knüpft und das Familienerbe fortführt. Ich stimme voll und ganz zu. Die Familie ist ein so wichtiger Teil unseres Lebens, und diese Verbindungen prägen uns. Sorgen wir dafür, dass wir diese Momente in Ehren halten und bei unserem nächsten Familientreffen neue Erinnerungen schaffen. Lektion 15: Reisepläne. Wir werden am 10. Juli ankommen, also sollten wir unsere Reise entsprechend planen. Okay, ich werde die Reservierung für Sie vornehmen, um sicherzustellen, dass bei unserer Ankunft alles vorbereitet ist. Das klingt perfekt. Es ist immer eine Erleichterung, die Unterkunft im Voraus gesichert zu haben. Auf jeden Fall. Ich werde nach einer Unterkunft suchen, die praktisch ist und gute Bewertungen hat, damit unser Aufenthalt angenehm ist. Super. Vielen Dank, dass Sie sich darum kümmern. So können wir uns ganz auf die gemeinsame Zeit konzentrieren. Kein Problem. Ich freue mich schon auf die Reise und kann es kaum erwarten, mit dir die Gegend zu erkunden. Ich auch. Es macht immer mehr Spaß, neue Orte mit jemandem zu entdecken, der Abenteuer schätzt. Genau. Lasst uns diese Reise mit vielen Aktivitäten und gemeinsamen Erlebnissen unvergesslich machen. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, gemeinsam auf dieser Reise neue Erinnerungen zu schaffen. Lektion 16: Wichtige Dinge einpacken. Super. Lass uns sicherstellen, dass wir alle unsere Sachen haben, bevor wir auf die Reise gehen. Das ist eine clevere Idee. In Eile kann man leicht etwas Wichtiges vergessen. Genau. Ich erstelle immer gerne eine Checkliste, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird. Das ist eine gute Strategie. Ich fange an, meine Sachen zusammenzupacken und sie nach und nach abzuhacken. Perfekt. Ich mache das Gleiche und wir können uns gegenseitig helfen, an Dinge zu denken, die in letzter Minute noch auf dem Tisch liegen. Ja, Teamwork macht es einfacher. Gemeinsam macht es immer mehr Spaß, eine Reise vorzubereiten. Absolut. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, Dinge abzuhacken, und es hilft uns, organisiert zu bleiben. Ich stimme zu. Sorgen wir auch für Snacks und Unterhaltung für die Fahrt. Tolle Idee. Eine gut vorbereitete Reise macht von Anfang bis Ende immer mehr Spaß. Lektion 17: Historische Reise. Diese Stadt ist die letzte große Stadt, die die Menschen auf ihrem Weg zu neuem Ackerland weiter westlich durchqueren. Das ist faszinierend. Es muss damals ein wichtiger Haltepunkt für die Siedler gewesen sein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass hier geschäftiges Treiben herrschte, als sich die Leute auf ihre bevorstehende Reise vorbereiteten. Genau. Es ist interessant, über die Geschichten und Herausforderungen nachzudenken, denen sie auf Reisen begegnet sind. Ganz sicher. Jeder Reisende hatte wahrscheinlich seine eigenen Träume und Hoffnungen für einen Neuanfang im Westen. Und diese Stadt hätte sie mit Vorräten und Unterstützung für ihre Abenteuer versorgt. Auf jeden Fall. Es ist unglaublich, wie Städte wie diese die Geschichte so entscheidend geprägt haben. Ich würde gerne mehr über seine Vergangenheit erfahren und wie es zur Entwicklung der Region beigetragen hat. Ich auch. Wenn wir etwas über die Reisen unserer Vorfahren erfahren, bereichert das unser Verständnis der Gegenwart. Lektion 18: Liebe zum Detail. Nun, oh,
Das ist mir vorher nicht aufgefallen, also schätze ich, dass Sie recht haben, wenn Sie sagen, dass man auf Details achten muss. Ja, es passiert leicht, dass man Dinge übersieht, wenn man sich auf das Gesamtbild konzentriert. Genau. Ich werde mir alles genau ansehen, um sicherzustellen, dass wir nichts Wichtiges übersehen. Das ist ein toller Plan. Manchmal können die kleinsten Details einen großen Unterschied im Ergebnis machen. Auf jeden Fall. Ich werde unsere Reiseroute noch einmal überprüfen und sicherstellen, dass alle unsere Pläne umgesetzt sind. Perfekt. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, als in letzter Minute festzustellen, dass etwas nicht stimmt. Du hast recht. Lass uns die Zeit nehmen, alles sorgfältig durchzugehen. Ich stimme zu. Ein wenig zusätzlicher Aufwand jetzt sorgt später für ein reibungsloseres Erlebnis. Auf jeden Fall. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen, damit alles organisiert bleibt und reibungslos läuft. Lektion 19: Bezahlbare Entscheidungen. Es ist wirklich ein fantastisches Angebot und das Beste daran ist die Erschwinglichkeit, nicht wahr? Absolut. Etwas zu finden, das in Ihr Budget passt und trotzdem von hoher Qualität ist ein echter Gewinn. Ja, es macht es für mehr Menschen einfacher, die Vorteile zu nutzen, ohne ihr Bankkonto zu sprengen. Genau. Ein guter Preis kann jedem wirklich neue Möglichkeiten eröffnen, insbesondere wenn es um Erlebnisse geht. Dem kann ich nur zustimmen. Es ist erfrischend, Optionen zu sehen, die einem breiteren Publikum zugänglich sind. Und wenn etwas erschwinglich ist, ermöglicht es mehr Flexibilität bei der Planung und beim Genießen des Lebens. Auf jeden Fall. Es ermutigt die Leute, neue Dinge auszuprobieren, ohne den Stress, zu viel Geld auszugeben. Das finde ich super. Es macht alles viel entspannter und angenehmer, wenn man weiß, dass man nicht zu viel ausgibt. Absolut. Halten wir auch in Zukunft Ausschau nach solchen tollen Angeboten. Lektion 20: Manieren sind wichtig. Es scheint, dass das moderne Leben schlechte Manieren fördert, was ziemlich besorgniserregend ist. Ich stimme voll und ganz zu. Es fühlt sich an, als würde jungen Leuten die Etikette nicht mehr so beigebracht wie früher. Ja, und das kann zu Missverständnissen und mangelndem Respekt im sozialen Umgang führen. Genau. Manieren sind unerlässlich, um Menschen dabei zu helfen, soziale Situationen souverän zu meistern. Absolut. Gute Umgangsformen fördern positive Beziehungen und gegenseitigen Respekt. Ich denke, es ist für Schulen und Familien heutzutage von entscheidender Bedeutung, die Bedeutung guter Manieren zu betonen. Auf jeden Fall. Die frühzeitige Vermittlung dieser Werte kann einen nachhaltigen Einfluss auf zukünftige Generationen haben. Ich hoffe, wir können Wege finden, in unserem täglichen Leben bessere Manieren und Rücksichtnahme zu fördern. Ich auch. Es ist eine kleine Veränderung, die in unseren Gemeinden einen großen Unterschied machen kann. Lektion 21: Reiseprobleme. Die Fluggesellschaft hat es schließlich geschafft, es zu orten, es klingt nach einer ziemlichen Tortur. Ja, es war wirklich eine stressige Situation. Wie haben Sie es geschafft, Ihr verlorenes Gepäck zu finden? Sie mussten es über verschiedene Verbindungen zurückverfolgen, aber ich war erleichtert, als sie mich schließlich anriefen. Das muss eine große Erleichterung gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, wie gespannt Sie auf Neuigkeiten gewartet haben. Absolut. Der Verlust von Gepäck kann Ihre Reise wirklich trüben, besonders wenn Sie Ihre Sachen brauchen.
Das kann ich nachvollziehen. Es ist immer eine Herausforderung, wenn man ohne seine Sachen an einem neuen Ort ist. Ja, aber ich war dankbar für Ihren Kundenservice, Sie haben mich während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden gehalten. Das freut mich zu hören. Eine gute Kommunikation kann den Stress in solchen Situationen deutlich lindern. Auf jeden Fall. Es machte das Erlebnis etwas erträglicher, da ich wusste, dass Sie alles im Griff hatten. Lektion 22: Kreative Lösungen. Es ist schon komisch, wie sich die langweilige Aufgabe, einen Zaun zu streichen, in eine lustige Aktivität verwandeln kann. Ja, ich habe gehört, dass es ihm gelungen ist, mehrere andere Jungen zur Hilfe zu überreden, indem sie so taten, als wäre das Streichen des Zauns eine spannende Herausforderung. Genau. Es ist clever, wie er eine alltägliche Aufgabe in etwas verwandelt hat, das allen Beteiligten Spaß macht. Ich liebe diesen Ansatz. Er zeigt, wie Kreativität selbst die langweiligsten Aufgaben attraktiv erscheinen lassen kann. Absolut. Manchmal braucht es nur ein wenig Fantasie, um die Perspektive zu ändern. Auf jeden Fall. Und durch die Zusammenarbeit ging die Aufgabe viel schneller und angenehmer von der Hand. Ja, Teamarbeit kann jedes Projekt wirklich in ein unterhaltsames Erlebnis verwandeln. Ich finde, es ist eine großartige Lektion, wie man Freude an alltäglichen Aufgaben findet und das Beste aus ihnen macht. Auf jeden Fall. Denken wir daran, diesen Geist auch bei unseren eigenen Aufgaben lebendig zu halten. Lektion 23: Die Minderheit verstehen. Mir ist bewusst, dass ich in der Minderheit bin, wenn die Mitglieder der 3 vorderen Bänke einer Meinung sind, und das kann eine ziemliche Herausforderung sein. Es muss schwierig sein, zu seiner Meinung zu stehen, wenn die Mehrheit die Dinge anders sieht. Genau. Meine nächste Aufgabe besteht daher darin, dafür zu sorgen, dass meine Perspektive gehört wird, auch wenn es sich anfühlt, als würde ich einen aussichtslosen Kampf führen. Das ist ein mutiger Ansatz. Für eine umfassende Diskussion ist es wichtig, alternative Standpunkte zu äußern. Ja. Ich bin überzeugt, dass Meinungsvielfalt langfristig zu besseren Entscheidungen führt. Absolut. Auch wenn es manchmal unangenehm ist, kann das Hinterfragen des Konsenses wertvolle Gespräche anstoßen. Ich stimme voll und ganz zu. Mein Ziel ist es, meine Argumente klar darzulegen und mit soliden Beweisen zu untermauern. Das ist eine tolle Strategie. Eine gute Vorbereitung kann Ihnen helfen, Ihre Position zu behaupten und Respekt zu gewinnen. Ich hoffe nur, dass meine Beiträge, auch wenn ich in der Minderheit bin, zu sinnvollen Veränderungen führen können. Lektion 24: Flughafenschätze. Wow, sehen Sie sich all diese Souvenirs im Geschenkeladen des Flughafens an. Sie spiegeln wirklich die lokale Kultur wider. Ich weiß, oder? Es ist immer aufregend, einzigartige Gegenstände zu finden, die einen an seine Reisen erinnern. Genau. Ich bin versucht, mir zur Erinnerung an diese Reise etwas Besonderes zu kaufen. Ich auch. Es hat etwas Besonderes, ein Stück eines Ortes mit nach Hause zu nehmen, das die Erinnerungen länger wach hält. Ja. Außerdem eignen sich Souvenirs hervorragend als Geschenk für Familie und Freunde, die ihre Abenteuer zu schätzen wissen. Absolut. Ich liebe es, etwas zu finden, das eine Geschichte über die Orte erzählt, an denen ich gewesen bin. So wahr. Nehmen wir uns Zeit, um zu stöbern und zu sehen, was uns ins Auge fällt. Tolle Idee. Wer weiß, vielleicht finden wir etwas ganz Besonderes, dem wir nicht widerstehen können. Ich freue mich darauf, das perfekte Andenken an unsere Reise zu finden.
Lektion 25. Die Leinwand der Natur. Er sah und malte ein Präriefeuer und hielt dabei die leuchtenden Farben und die Intensität der Szene fest. Das klingt atemberaubend. Es muss ein beeindruckender Anblick gewesen sein, Zeuge eines solchen Naturphänomens zu werden. Absolut. Die Art und Weise, wie die Flammen durch die Landschaft tanzen, ist sowohl wunderschön als auch erschreckend. Ich kann es mir nur vorstellen. Und um einen solchen Moment zu malen, braucht es ein scharfes Auge für Details und eine tiefe Wertschätzung für die Natur. Ja. Er hat aus nächster Nähe einen Grizzlybären erschossen. Das muss ein aufregendes, aber auch gefährliches Erlebnis gewesen sein. Wow, das ist unglaublich. Was für eine Geschichte, die sowohl die Schönheit als auch die rohe Kraft der Tierwelt einfängt. Genau. Es ist faszinierend, wie Künstler diese intensiven Momente in visuelle Kunst umsetzen können. Ich stimme zu. Es ist eine eindringliche Erinnerung an die Verbindung zwischen Kunst und Natur und zeigt die Wunder der Welt. Achten wir darauf, diese Momente unserer eigenen Abenteuer wertzuschätzen und sie vielleicht auf unsere eigene Weise festzuhalten. Lektion 26. Führungseinblick. Problemlösungs- und Führungskompetenzen sind in jeder Rolle unerlässlich, aber was ist Ihre größte Schwäche? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, meine größte Schwäche ist, dass ich Entscheidungen manchmal zu sehr überdenke. Das kann ich nachvollziehen. Man verliert sich leicht in Details und verliert den Blick für das große Ganze. Genau. Obwohl ich mich um Gründlichkeit bemühe, kann das meine Fähigkeit, entschlossen zu handeln, beeinträchtigen. Das macht Sinn. Das Erkennen dieser Schwäche ist der erste Schritt zur Verbesserung. Ja. Ich arbeite daran, mehr auf meine Instinkte zu vertrauen und mir den Input anderer zu holen, um den Prozess zu beschleunigen. Ich finde, das ist ein toller Ansatz. Zusammenarbeit kann die Entscheidungsfindung deutlich verbessern und Zögern reduzieren. Absolut. Ich lerne, Gründlichkeit und Tatkraft in Einklang zu bringen, was für effektive Führung entscheidend ist. Es klingt, als wären Sie auf dem richtigen Weg. Wachstum entsteht, wenn wir unsere Schwächen erkennen und angehen. Lektion 27. Reibungsloses Reisen. Nein, es ging schnell und problemlos. Ich war positiv überrascht, wie reibungslos alles geklappt hat. Das freut mich zu hören. Ist Ihr Gepäck pünktlich angekommen oder gab es Probleme? Glücklicherweise kam mein Gepäck genau zur gleichen Zeit an, was das ganze Erlebnis noch schöner machte. Das ist eine Erleichterung. Es ist immer stressig, wenn man nach einem langen Flug auf sein Gepäck warten muss. Absolut. Ich hatte schon so viele Reisealbträume, daher war das eine willkommene Abwechslung. Das kann ich mir vorstellen. Es ist schön, wenn alles klappt und man sich ganz auf die Reise konzentrieren kann. Ja. Ich freue mich darauf, die Welt ohne Ablenkungen und ohne Sorgen um mein Hab und Gut zu erkunden. Das klingt wunderbar. Auf einen reibungslosen Start unseres Abenteuers und viele weitere positive Erlebnisse. Darauf ein Hoch. Lasst uns gemeinsam das Beste aus dieser Reise machen. Lektion 28. Lokale Reiseführer. Ich habe vor kurzem über eine Online-Plattform, die Reisende mit ortskundigen Einheimischen zusammenbringt, einen ortskundigen Reiseführer gebucht. Ich freue mich schon sehr darauf. Das klingt nach einer fantastischen Möglichkeit, Ihr Reiseerlebnis zu bereichern. Ein ortskundiger Reiseführer kann Ihnen einzigartige Einblicke und verborgene Schätze bieten. Genau.
Sie können mir Orte zeigen, die normalerweise nicht in Reiseführern stehen, was die Reise viel authentischer macht. Ja, und es ist toll, jemanden zu haben, der die Kultur und Geschichte der Gegend kennt und einem hilft, sich in den örtlichen Gepflogenheiten zurechtzufinden. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, Fragen zu stellen und mehr über die lokalen Traditionen und Bräuche zu erfahren, die das Reiseziel prägen. Es ist, als ob man einen Freund an einem neuen Ort hätte, was diesen weniger einschüchternd und einladender machen kann. Ich stimme voll und ganz zu. Ich kann es kaum erwarten, in die Kultur einzutauchen und während dieser Reise bleibende Erinnerungen zu schaffen. Das ist der richtige Geist. Lasst uns das Beste aus unseren Abenteuern machen, und ich hoffe, ihr habt eine unglaubliche Zeit mit eurem Guide. Vielen Dank. Ich werde euch nach meiner Rückkehr alle spannenden Geschichten und Erlebnisse erzählen. Ich freue mich schon darauf, euch alles zu erzählen. Lektion 29: In Kontakt bleiben. Über mein Telefon kann ich problemlos mit Freunden und Familie kommunizieren, was ein großer Segen ist, wenn wir getrennt sind. Kluger Schachzug. Durch die digitale Vernetzung ist es viel einfacher geworden, Beziehungen aufrechtzuerhalten, unabhängig von der Entfernung. Genau. Wir können Momente, Neuigkeiten und einfach nur lockere Gespräche miteinander teilen und so nah beieinander bleiben, selbst wenn wir weit weg sind. Ja, und ich schätze es, wie schnell wir uns gegenseitig erreichen können, wenn wir Unterstützung brauchen oder einfach nur nach dem Rechten sehen wollen. Ich stimme dir voll und ganz zu. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir jederzeit zum Telefon greifen und mit jemandem sprechen können, der uns am Herzen liegt. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass die Technologie die Art und Weise, wie wir kommunizieren und unsere Freundschaften pflegen, verändert hat. Das stimmt wirklich. Nutzen wir diese Tools, um unsere Verbindungen zu stärken und regelmäßig Kontakt aufzunehmen. Auf jeden Fall. Wir wollen das Beste aus unserem digitalen Zeitalter machen und unsere Lieben immer in unserer Nähe haben, egal wo wir sind. Ja. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass die Entfernung unsere Freundschaften und Familienbande niemals beeinträchtigt. Lektion 30: Flächen vergleichen. Das Gebiet, über das wir sprechen, ist ziemlich faszinierend. Interessant ist, dass eine Region mit 59.600 Quadratkilometern flächenmäßig noch größer ist. Absolut. Es ist erstaunlich, wie sich die Größe einer Region auf Kultur, Wirtschaft und Umwelt auswirken kann. Ja, ein größeres Gebiet bedeutet oft vielfältigere Ökosysteme und Populationen, was zu einzigartigen Herausforderungen und Chancen führen kann. Auf jeden Fall. Die abwechslungsreiche Geografie kann alles von der Landwirtschaft bis zum Tourismus beeinflussen und die Identität der Region prägen. Ich bin davon überzeugt, dass das Verständnis dieser Unterschiede wertvolle Erkenntnisse darüber liefern kann, wie sich Regionen im Laufe der Zeit entwickeln. Ja, und es ist eine Erinnerung daran, wie eng unsere Welt vernetzt ist. Veränderungen in einem Bereich können Welleneffekte anderswo haben. Ich bin gespannt, mehr über diese Regionen zu erfahren und wie ihre einzigartigen Merkmale zum Gesamtbild beitragen. Mir geht es genauso. Lasst uns diese faszinierenden Themen weiter erforschen und diskutieren, während wir mehr über unsere Welt erfahren. Auf jeden Fall. Auf ein tieferes Verständnis der vielfältigen Orte, an denen wir leben. Lektion 31: Erschwingliche Autos. Es ist bemerkenswert, wie das moderne Auto den Transport revolutionierte. Er konnte ein Fahrzeug schaffen, das jeder nutzen und sich leisten konnte und das Reisen für die gesamte Bevölkerung zugänglich machte. Das stimmt. Diese Innovation eröffnete Einzelpersonen und Familien unzählige Möglichkeiten, weit entfernte Orte zu erkunden und sich mit ihnen zu verbinden. Genau.
Der Einfluss erschwinglicher Autos hat unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht geprägt und es den Menschen erleichtert, einer Arbeit nachzugehen und soziale Kontakte zu pflegen. Ja, und es ist faszinierend, wie diese Zugänglichkeit die Stadtplanung beeinflusst und zur Entwicklung von Vororten und Autobahnen geführt hat, die Städte miteinander verbinden. Ich stimme voll und ganz zu. Die Entwicklung des Automobils hat die Dynamik unseres Lebens, unserer Arbeit und unserer Interaktionen grundlegend verändert. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie zukünftige Innovationen im Transportwesen weiterhin Umweltbelange berücksichtigen und gleichzeitig die Zugänglichkeit für alle gewährleisten werden. Ja, die Einführung von Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Praktiken wird für die Schaffung einer grüneren Zukunft von entscheidender Bedeutung sein und gleichzeitig dafür sorgen, dass sich jeder fortbewegen kann. Ich bin gespannt, wohin uns diese Reise führt. Die Möglichkeiten, die vor uns liegen, sind wirklich aufregend. Auf eine Zukunft voller innovativer Transportlösungen, die sowohl den Menschen als auch dem Planeten zugutekommen. Lektion 32: Effizienter Transport. Wir können mit dem Zug zu unserem Zielort fahren. Das ist ziemlich praktisch und dauert etwa 2 Stunden, was es zu einer effizienten Wahl macht. Das klingt perfekt. Ich liebe Zugreisen. So können wir uns entspannen und die Landschaft unterwegs genießen, ohne den Stress des Autofahrens. Genau. Außerdem ist es umweltfreundlich und bietet oft ausreichend Bewegungsfreiheit während der Fahrt. Ja, und die Möglichkeit, im Zug neue Leute kennenzulernen, kann die Reise noch angenehmer machen, da man nie weiß, wem man begegnet. Ich stimme zu. Es ist immer faszinierend, Geschichten von Mitreisenden zu hören und Erfahrungen auszutauschen, die unsere Reise bereichern können. Auf jeden Fall. Und sobald wir ankommen, sind wir erfrischt und bereit, die Gegend zu erkunden, ohne uns durch den Verkehr kämpfen zu müssen. Genau. Ich freue mich darauf, die Sehenswürdigkeiten zu sehen und während unserer Reise wundervolle Erinnerungen zu schaffen. Ja. Packen wir unbedingt ein paar Snacks für die Reise ein und genießen wir jeden Moment zusammen. Ich freue mich schon sehr auf unser bevorstehendes Abenteuer und all die spannenden Erlebnisse, die uns erwarten. Lektion 33: Kulturelle Erkundung. Die friedlichen Tempel, die ich besuchte, waren absolut faszinierend, die Ruhe und Schönheit der Umgebung machten es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das klingt unglaublich. Ich kann mir nur vorstellen, wie beruhigend es sein muss, Zeit an solch ruhigen Orten voller Geschichte und Spiritualität zu verbringen. Ja, es war wirklich ein Ort der Besinnung und Verbundenheit, der es mir ermöglichte, die Kunstfertigkeit und Handwerkskunst zu würdigen, die in den Bau dieser Bauwerke eingeflossen waren. Das finde ich toll. Der Besuch solcher Orte kann ein tieferes Verständnis für verschiedene Kulturen und ihre Werte vermitteln. Absolut. Jeder Tempel hatte seine eigene einzigartige Architektur und Geschichte, was das Erkunden der Tempel noch spannender machte. Es ist erstaunlich, wie viel wir von diesen kulturellen Wahrzeichen lernen können. Sie bergen Geschichten, die uns mit der Vergangenheit verbinden. Ich denke, es ist wichtig, in diese Erfahrungen einzutauchen, um eine größere Wertschätzung für die Vielfalt in unserer Welt zu fördern. Ja. Lasst uns gemeinsam mehr kulturelle Stätten besuchen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, unseren Horizont zu erweitern. Ich freue mich darauf. Auf viele weitere Abenteuer voller Entdeckungen und der Wertschätzung der Schönheit um uns herum. Lektion 34: Historischer Kontext.
Die US-Regierung berief in einem entscheidenden Moment der Geschichte ihren Oberbefehlshaber ab. Diese Entscheidung hatte erhebliche Auswirkungen auf die Moral der britischen und kanadischen Truppen. Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Es ist interessant zu sehen, wie Führungswechsel den Verlauf der Ereignisse in Konfliktzeiten beeinflussen können. Absolut. Ein Kommandowechsel wirkt sich oft nicht nur auf die Militärstrategie aus, sondern auch auf das Vertrauen der Soldaten vor Ort. Es ist faszinierend, wie die Dynamik der Macht den Ausgang historischer Ereignisse prägen und die Zukunft ganzer Nationen beeinflussen kann. Ich bin davon überzeugt, dass das Verständnis dieser historischen Momente wertvolle Lehren für die heutige Führung und Entscheidungsfindung liefern kann. Ja, und es ist wichtig zu analysieren, wie diese Entscheidungen mit der aktuellen geopolitischen Situation und den daraus gezogenen Lehren in Einklang stehen. Ich möchte dieses Thema gerne näher erforschen und herausfinden, wie vergangene Ereignisse unsere heutige Welt noch immer beeinflussen. Ich auch. Lassen Sie uns diese historischen Zusammenhänge und ihre Bedeutung für unser Leben und unsere Gesellschaft weiter diskutieren. Auf ein tieferes Verständnis der Geschichte und ihrer Auswirkungen auf unsere Gegenwart und Zukunft. Lektion 35: Speisemöglichkeiten. Ich bin gespannt, wo wir nach unserem Treffen noch etwas essen können. Ich bekomme langsam richtig Hunger. Nun, es gibt in der Gegend mehrere Restaurants, die eine Vielzahl unterschiedlicher Küchen anbieten. Wir haben also eine große Auswahl. Das klingt vielversprechend. Ich liebe es, neue Restaurants zu entdecken, besonders wenn ich die Möglichkeit habe, etwas anderes auszuprobieren. Ich auch. Ich habe gehört, dass das italienische Restaurant die Straße runter einige der besten Pasta der Stadt hat. Oh, ich hätte jetzt definitiv Lust auf eine herzhafte Schüssel Pasta, das klingt beruhigend. Und wenn wir Lust auf etwas Leichteres haben, gibt es in der Nähe auch ein tolles Sushi-Restaurant, das ich schon immer mal ausprobieren wollte. Sushi klingt fantastisch. Es wäre eine erfrischende Abwechslung und ich liebe die schöne Präsentation. Genau. Außerdem macht es immer Spaß, verschiedene Gerichte zu teilen und von allem etwas zu probieren. Lass uns bald einen Ort aussuchen, damit wir ein schönes Essen genießen können, ohne uns danach gehetzt zu fühlen. Lektion 36: Schatzsuche. Suchen wir weiter, wer weiß, welche verborgenen Schätze wir bei unserem Einkaufsabenteuer finden. Ich stimme voll und ganz zu. Der Nervenkitzel, etwas Unerwartetes zu entdecken, macht es noch spannender. Außerdem war ich schon immer der Meinung, dass die größten Schätze oft an den überraschendsten Orten versteckt sind. Genau. Und im Sale-Bereich findet man immer wieder interessante Fundstücke, wenn man ein bisschen stöbert. Das stimmt. Manchmal sind die besten Angebote diejenigen, die man nur mit etwas mehr Aufwand entdecken kann. Und ich liebe das Erfolgserlebnis, das man hat, wenn man nach gründlicher Suche ein tolles Schnäppchen findet. Ja. Es fühlt sich wie ein Sieg an, besonders wenn man ihn mit jemandem teilen kann, der die Reise zu schätzen weiß. Halten wir die Augen offen und genießen wir den Prozess. Schließlich geht es nicht nur darum, was wir kaufen, sondern auch um die Erinnerungen, die wir schaffen. Auf jeden Fall. Bei diesem Abenteuer geht es darum, gemeinsam Spaß zu haben und gleichzeitig unsere Möglichkeiten zu erkunden. Lektion 37: Hotelprobleme. Entschuldigen Sie, aber es scheint ein Problem mit dem Fernseher in meinem Zimmer zu geben, er funktioniert überhaupt nicht. Das muss frustrierend sein, besonders nach einem langen Reisetag. Haben Sie versucht, die Verbindungen zu überprüfen? Das habe ich getan, aber nichts scheint zu helfen, es reagiert überhaupt nicht.
Ich verstehe, dass die Technik manchmal im ungünstigsten Moment überraschend launisch sein kann. Genau. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut, vor dem Schlafengehen noch bei einer guten Show abzuschalten. Hoffentlich kann Ihnen das Personal schnell weiterhelfen. Es ist wichtig, dass Sie sich in Ihrem Raum wohlfühlen. Ja, ein funktionierender Fernseher ist eine schöne Möglichkeit zum Entspannen, insbesondere wenn Sie nicht zu Hause sind. Ich stimme zu. Mal sehen, ob Sie eine Lösung anbieten können, damit Sie Ihren Abend genießen können. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich weiß das zu schätzen. Ich möchte meinen Aufenthalt hier einfach optimal nutzen. Lektion 38: Perspektivenwechsel. Dies hatte zur Folge, dass viele Frauen eher zu vorehelichem Sex bereit waren, als dies früher der Fall war. Das ist ein interessanter Punkt. Die gesellschaftliche Einstellung hat sich im Laufe der Jahre sicherlich weiterentwickelt. Ja, und es spiegelt oft umfassendere Veränderungen in der Art und Weise wider, wie Beziehungen heute betrachtet und verstanden werden. Es ist faszinierend zu sehen, wie kulturelle Veränderungen persönliche Entscheidungen maßgeblich beeinflussen können. In der Tat, und diese Änderungen schaffen oft Gelegenheiten für offene Diskussionen über Intimität und Zustimmung. Das stimmt wirklich. Es ist wichtig, dass sich die Menschen bestärkt fühlen, Entscheidungen zu treffen, die für sie richtig sind. Auf jeden Fall. Ein offener Dialog kann helfen, diese Themen zu entmystifizieren und Stigmatisierung abzubauen. Und es ermutigt den Einzelnen, ehrlicher mit sich selbst und seinen Partnern zu sein. Genau. Das Verständnis dieser Dynamiken kann zu gesünderen Beziehungen und gegenseitigem Respekt führen. Lektion 39: Zielerreichung. Es ist wichtig, Schritte zu unternehmen, um Ihre Ziele zu erreichen, und ich denke, dass der Beitritt zu einem eine Fitnessstudio ausgezeichnete für mich Wahl. eine großartige Entscheidung Körperliche war. Fitness spielt oft eine große Rolle für das allgemeine Wohlbefinden und das Selbstvertrauen. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass sich regelmäßiges Training positiv auf meine Stimmung und mein Energieniveau auswirkt. Es ist inspirierend zu sehen, dass Sie sich auf diese Reise begeben. Ein persönlicher Trainer muss auch ein großer Motivator sein. Ja, es ist wirklich hilfreich, wenn Sie jemand hat, der Sie anleitet und Ihnen die Verantwortung dafür überlässt. Und Sie können die Trainingseinheiten auf Ihre speziellen Bedürfnisse zuschneiden, wodurch das Erreichen dieser Ziele leichter wird. Genau. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit, neue Techniken zu erlernen und Ihr Fitnessprogramm konsequent fortzusetzen. Ich bewundere Ihr Engagement. Es erfordert Mut, solche Änderungen im Lebensstil vorzunehmen und dabei zu bleiben. Vielen Dank. Ich glaube, dass jeder mit Entschlossenheit und Unterstützung seine Ziele erreichen kann. Lektion 40: Finanzierungsprobleme. Aufgrund fehlender Finanzierung hielten viele Menschen dies für eine Schande, da das Programm der Es ist Community positive entmutigend zu Botschaften sehen, wie vermittelte. wertvolle Initiativen um Ressourcen kämpfen, insbesondere wenn sie eine so bedeutende Wirkung haben. Ja, und es fühlt sich oft so an, als würden die nützlichsten Programme als erstes gestrichen, obwohl sie so wichtig sind. Genau, und man fragt sich, wie viele Leben mit nur ein wenig mehr Unterstützung verbessert werden könnten. Richtig. In solchen Situationen sind Fürsprache und Bewusstsein entscheidend, die Menschen müssen den Wert des Programms erkennen. Ich stimme zu, und das Teilen von Erfolgsgeschichten kann dazu beitragen, die positiven Veränderungen hervorzuheben, die sich aus solchen Initiativen ergeben. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir das Bewusstsein für dieses Anliegen schärfen und möglicherweise Unterstützung dafür gewinnen können.
Das klingt nach einem guten Plan. Gemeinsam können wir etwas bewirken und dazu beitragen, dass diese Programme erfolgreich sind. Auf jeden Fall, jede Anstrengung zählt und es ist wichtig, für das einzustehen, woran wir glauben. Lektion 41: Effektive Führung. Eine weitere Strategie besteht darin, Aufgaben auf der Grundlage der Stärken jedes Teammitglieds zu delegieren, was die Produktivität erheblich steigern kann. Das ist ein genialer Ansatz. Wenn jeder seine Stärken einsetzt, arbeitet das Team effizienter. Genau. Und es steigert auch die Moral, wenn sich einzelne Personen ermutigt fühlen, in den Bereichen, in denen sie herausragend sind, ihren Beitrag zu leisten. Darüber hinaus fördert es das Gefühl von Eigenverantwortung und Verantwortung, was für die Teamdynamik von entscheidender Bedeutung ist. Ja, wenn Menschen Verantwortung übertragen wird, die ihren Fähigkeiten entspricht, sind sie tendenziell stolzer auf ihre Arbeit. Und es ermöglicht das Aufkommen innovativerer Ideen, da unterschiedliche Fähigkeiten unterschiedliche Perspektiven einbringen. Absolut. Die Zusammenarbeit verläuft reibungslos, wenn jeder seine Rolle und Verantwortung kennt. Fördern wir eine solche Atmosphäre in unserem Team. Sie ist für das Erreichen unserer gemeinsamen Ziele von entscheidender Bedeutung. Ich kann dem nur zustimmen, gemeinsam können wir eine Kultur der Unterstützung und Exzellenz schaffen. Lektion 42: Druckerauswahl. Ist Ihnen aufgefallen, dass Tintenstrahldrucker in der Regel günstiger sind als ihre Gegenstücke, die Laserdrucker aber auch einige Nachteile mit sich bringen? Ja, es ist ziemlich interessant, dass der Anschaffungspreis zwar attraktiv sein kann, sich die Kosten auf lange Sicht jedoch erheblich summieren können. Genau. Mit Tintenstrahldruckern sparen Sie zwar zunächst Geld, aber die Kosten für Ersatztinte können mit der Zeit ziemlich hoch sein. Und ich habe gehört, dass Tintenstrahldrucker im Allgemeinen langsamer sind, insbesondere beim Drucken großer Dokumente. Das stimmt. Wenn Sie schnell viel drucken müssen, ist ein Laserdrucker trotz der höheren Anschaffungskosten möglicherweise die effizientere Wahl. Außerdem erzeugen Laserdrucker oft schärferen Text und sind besser für Druckaufträge mit hohem Volumen geeignet. Richtig. Es geht darum, die Balance zwischen dem zu finden, was Sie brauchen und dem, was langfristig in Ihr Budget passt. Haben Sie darüber nachgedacht, wofür Sie Ihren Drucker hauptsächlich verwenden werden? Das kann Ihnen helfen, die beste Option zu finden. Ich denke, ich werde ihn hauptsächlich für Dokumente und gelegentliche Fotos verwenden, also wäre ein Tintenstrahldrucker vielleicht immer noch die richtige Wahl für mich. Lektion 43: Verkaufsupdate. Wie sieht es mit den Umsätzen aus? Gab es in letzter Zeit Verbesserungen, die uns bekannt sein sollten? Ja, wir konnten im letzten Monat einen leichten Anstieg unserer Verkaufszahlen verzeichnen, was definitiv ein positives Zeichen für unser Team ist. Das freut uns zu hören. Unsere jüngsten Marketingstrategien scheinen sich auszuzahlen. Genau. Die Umsetzung dieser gezielten Kampagnen hat uns wirklich geholfen, ein breiteres Publikum zu erreichen. Ich denke, es ist auch wichtig zu analysieren, welche Produkte gut laufen, damit wir unsere Bemühungen effektiv konzentrieren können. Auf jeden Fall. Wenn wir unsere Stärken kennen, können wir in Zukunft fundierte Entscheidungen treffen. Lassen Sie uns die Trends weiterhin beobachten und unsere Strategien nach Bedarf anpassen, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Eine konsequente Evaluation stellt sicher, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben, um unsere Ziele zu erreichen. Ich bin gespannt, wie wir in den kommenden Monaten auf diesem Erfolg aufbauen können. Lektion 44: Besuch eines Kunstmuseums. Ich habe darüber nachgedacht, das örtliche Kunstmuseum zu besuchen.
Ich möchte es mir dieses Wochenende unbedingt ansehen. Oh, ich liebe Kunst. Darf ich mitkommen? Ich habe gehört, die Ausstellungen in dieser Saison sind ziemlich beeindruckend. Natürlich. Ich denke, es wäre eine wunderbare Erfahrung, die Kunst gemeinsam zu erkunden und unsere Gedanken auszutauschen. Auf jeden Fall. Es ist etwas Besonderes, über Kunst zu diskutieren, während man von ihr umgeben ist, es weckt die Kreativität. Außerdem bin ich gespannt, ob es während unseres Aufenthalts neue Installationen oder besondere Veranstaltungen gibt. Das wäre fantastisch. Es ist immer spannend, neue Künstler und Stile zu entdecken, die uns inspirieren. Lassen Sie uns einen Plan für unseren Besuch machen. Ich kann es kaum erwarten, in die Schönheit der Kunstwerke einzutauchen. Wie wäre es, wenn wir vorher noch etwas zum Mittag essen? Dann haben wir Zeit, uns darüber zu unterhalten, worauf wir uns freuen. Klingt perfekt. Ein gutes Essen und Kunst sorgen für einen schönen Tag. Lektion 45: Neue Verbindungen. Das ist cool. Und wie sieht es bei dir aus? Woher kommst du? Ich komme ursprünglich aus New York. Es ist eine so pulsierende Stadt mit endlosen Möglichkeiten. New York. Ich wollte schon immer mal hin. Die Energie dort scheint unübertroffen. Das ist es wirklich. Es ist immer etwas los, sei es Kunst, Musik oder Food Festivals. Was ist Ihr Beruf? Ich arbeite im Marketing und konzentriere mich auf Social-Media-Strategien für verschiedene Kunden. Das klingt spannend. Soziale Medien sind derzeit ein sehr dynamisches Feld, das sich ständig verändert und weiterentwickelt. Ja, es hält mich auf Trab und es macht mir Spaß, kreative Wege zu finden, um das Publikum einzubeziehen. Es muss eine Belohnung sein, zu sehen, wie Ihre Kampagnen zum Leben erweckt werden und bei den Menschen Anklang finden. Lektion 46: Begriffe wiederholen. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie hatten Zeit, die besprochenen Geschäftsbedingungen durchzusehen. Guten Morgen. Ja, ich habe sie gründlich durchgesehen und habe ein paar Fragen, die ich gerne klären möchte. Das ist völlig verständlich. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alles klar ist, bevor man weitermacht. Ich schätze Ihre Offenheit und möchte sicherstellen, dass wir hinsichtlich der Erwartungen auf derselben Seite stehen. Natürlich. Lassen Sie uns alle Ihre Anliegen besprechen. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beantworten. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, betrifft die Fristen. Ich möchte bestätigen, dass sie für die Kapazität unseres Teams realistisch sind. Ich kann Ihnen weitere Einzelheiten zu unserem Zeitplan und zu unserer Planung zur effektiven Bewältigung der Arbeitsbelastung mitteilen. Das wäre hilfreich. Ich bin überzeugt, dass wir mit klarer Kommunikation alle potenziellen Herausforderungen meistern können. Absolut. Lasst uns diese Details abschließen, damit wir reibungslos weitermachen können. Lektion 47: Ruderzuschauer. Es ist faszinierend, wie Zuschauer regelmäßig auf den einer Skulptursport wetten, ganz ähnlich wie sie es heute bei Pferderennen tun. Ja, die Spannung der Rennen zieht die Massen an und die Wettmöglichkeiten sorgen für zusätzlichen Nervenkitzel. Genau. Den Athleten beim Wettkampf zuzusehen und gleichzeitig am Ergebnis beteiligt zu sein, macht das Ganze spannender. Ich frage mich, wie diese Tradition begann und was Rudern zu einem so beliebten Wettsport macht. Vielleicht liegt es an den Fähigkeiten und der Strategie, die erforderlich sind und die die Zuschauer fesseln.
Und die Kameradschaft unter den Ruderern trägt zur Atmosphäre bei und schafft während der Wettkämpfe ein Gemeinschaftsgefühl. Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie Sport Menschen zusammenbringen und bleibende Erinnerungen schaffen kann. Nehmen wir uns vor, irgendwann einmal ein Rennen zu besuchen. Es live mitzuerleben wäre aufregend. Ich bin voll dabei. Die Energie der Menge und die Intensität des Wettbewerbs werden unvergesslich sein. Lektion 48: Computernutzung. Für viele Menschen wird der Personal Computer hauptsächlich zum Durchführen von Berechnungen und für Textverarbeitungsaufgaben verwendet. Ja, es ist interessant, wie wichtig Computer in unserem täglichen Leben sowohl für den privaten als auch für den beruflichen Gebrauch geworden sind. Genau. Sie haben die Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen und effektiv kommunizieren, revolutioniert. Und der Komfort, Dokumente und Tabellenkalkulationen zu Hause erstellen zu können, ist von unschätzbarem Wert. Es ist unglaublich, wie die Technologie Aufgaben, die früher Stunden dauerten, viel schneller und effizienter gemacht hat. Auf jeden Fall. Darüber hinaus hat die Möglichkeit, von überall auf Informationen zuzugreifen, unsere Lern- und Arbeitsweise verändert. Ich denke, es ist wichtig, sich weiterhin an neue Software und Tools anzupassen, um im digitalen Zeitalter die Nase vorn zu behalten. Absolut. Lebenslanges Lernen ist der Schlüssel, insbesondere angesichts der ständigen technologischen Weiterentwicklung. Lassen Sie uns weiterhin neue Programme und Anwendungen erkunden, die unsere Produktivität steigern können. Lektion 49: Wochenendshopping. Ich habe vor, dieses Wochenende einkaufen zu gehen. Wahrscheinlich werde ich ein Kaufhaus besuchen und mir das Angebot ansehen. Das klingt nach einem guten Plan. Kaufhäuser bieten in der Regel eine große Auswahl an Artikeln. Genau. Es ist praktisch, alles von Kleidung bis zu Haushaltswaren an einem Ort zu finden. Außerdem besteht oft die Möglichkeit, besonders am Wochenende ein gutes Angebot zu ergattern. Ja, und ich liebe den Nervenkitzel der Schnäppchenjagd beim Stöbern in den verschiedenen Abteilungen. Es ist immer schön, etwas Besonderes zu einem tollen Preis zu finden, das macht das Einkaufen noch angenehmer. Ich stimme zu. Haben Sie etwas Bestimmtes im Sinn, das Sie kaufen möchten? Ich hoffe, für eine bevorstehende Veranstaltung ein neues Outfit zu finden. Es wäre schön, meine Garderobe aufzufrischen. Das ist eine tolle Idee. Halten wir dort Ausschau nach besonderen Stücken. Lektion 50: Marken recherchieren. Ich verstehe Sie. Ich habe in letzter Zeit einige Recherchen zu Druckern angestellt, um die beste Option für meine Anforderungen zu finden. Das ist clever. Gibt es eine bestimmte Marke, die Ihnen besonders auffällt? Ich habe mir einige Optionen angesehen, tendiere aber zu einer Marke, die für Zuverlässigkeit und Qualität bekannt ist. Das ist wichtig. Es ist immer besser, in etwas zu investieren, das lange hält und über einen längeren Zeitraum gute Leistung bringt. Genau. Ich habe Gutes über bestimmte Marken gehört, insbesondere über ihren Kundenservice und Support. Auch das ist ein entscheidender Faktor. Der Zugang zur Hilfe bei Bedarf kann einen großen Unterschied machen. Ich denke auch über die Garantieoptionen nach. Es ist beruhigend zu wissen, dass man für mögliche Probleme abgesichert ist. Auf jeden Fall. Vergleichen wir unsere Ergebnisse und sehen wir gemeinsam, ob wir die beste Auswahl treffen können. Super Idee. Ich denke, wir finden den perfekten Drucker, der all unsere Anforderungen erfüllt.